Joanna führte ein ruhiges Leben an der Seite ihres Sohnes Marcos. Mit 70 Jahren begann ihre Gesundheit nachzulassen und sie verlor allmählich die Kraft in ihren Beinen, bis sie schließlich auf einen Rollstuhl angewiesen war. Angesichts dieser Situation entschied sich Marcos, sie in ein Pflegeheim zu bringen. Doch einige Zeit später bereute er diese Entscheidung zutiefst. Als er beschloss, sie wieder nach Hause zu holen, stellte er fest, dass sie nicht mehr dort war. Als Einzelkind wurde Marcos von seiner Mutter Joanna allein großgezogen. Sein Vater verstarb, als er erst 6 Jahre alt war. Joanna schenkte Marcos all ihre Liebe und tat alles für ihn, und Marcos wiederum liebte seine Mutter ebenso innig. Er war stets ein vorbildlicher Sohn für Joanna, doch die Dinge nahmen eine andere Wendung, als er in seinem letzten Studienjahr Adriana kennenlernte. Nach nur 3 Monaten Beziehung überzeugte Adriana ihn während eines Abendessens davon, dass sie zusammenziehen sollten. So mieteten sie ein Haus. 2 Jahre später besiegelten sie ihre Liebe mit der Hochzeit. Ab diesem Zeitpunkt begann Adriana ihm vorzuschlagen, dass sie in das Haus seiner Mutter ziehen sollten. »Aber Schatz, wir brauchen doch unseren eigenen Raum, außerdem möchte ich meine Mutter nicht stören«, entgegnete Marcos. Doch Adriana gab nicht so leicht auf. Immer wieder drängte sie ihn mit dem Argument, dass sie sich so besser um seine Mutter kümmern könnten. Nach langem Drängen gab Marcos schließlich nach und die beiden zogen zu Joanna. 4 Jahre später wurde Adriana schwanger. Nach der Geburt des Kindes überließ sie Joanna sämtliche Hausarbeiten mit der Begründung, dass sie sich um das Baby kümmern müsse und keine Zeit für den Haushalt habe. Zudem nutzte sie ihre Schwiegermutter als Babysitterin, wann immer Marcos nicht zu Hause war, und verbrachte diese Zeit lieber mit ihren Freundinnen. Joanna gefiel es nicht, wie man sie behandelte, und eines Tages vertraute sie sich Marcos an. Doch Adriana stellte sich als Opfer dar, und Marcos verlangte, dass seine Mutter sich bei ihrer Schwiegertochter entschuldigte. Im Laufe der Jahre wuchs ihr Sohn heran und sie brauchten keine Babysitterin mehr. Gleichzeitig verschlechterte sich Joannas Gesundheitszustand, bis sie schließlich auf einen Rollstuhl angewiesen war. Genau in diesem Moment fand Adriana einen neuen Vorwand, um Marcos zu einer weiteren grausamen Entscheidung zu drängen. Sie behauptete, dass Joanna zu nichts mehr in der Lage sei, ständige Hilfe benötige und sich nicht einmal mehr selbst waschen könne. »Liebling, ich habe keine Zeit, mich um eine alte Frau zu kümmern. Ich kümmere mich doch bereits um den Haushalt, koche das Essen«, argumentierte Adriana. »Wie soll ich das alles schaffen und mich auch noch um deine Mutter kümmern? Findest du nicht, dass es besser wäre, sie in ein Pflegeheim zu bringen?«, fragte sie. »Auf keinen Fall, ich würde meiner Mutter so etwas niemals antun«, entgegnete Marcos empört. »Ich will nicht, dass du dieses Thema jemals wieder ansprichst«, erklärte er entschieden. In den folgenden Monaten kam es immer häufiger zu Streitigkeiten zwischen den beiden wegen dieser Angelegenheit. Adriana ließ nicht locker und drängte weiter darauf, Joanna ins Pflegeheim zu bringen, doch Marcos lehnte es weiterhin ab und wurde jedes Mal sichtlich wütend, wenn das Thema zur Sprache kam. Joanna bemerkte, dass sie der Grund für die Streitigkeiten war, und das machte sie sehr traurig. Gleichzeitig war sie aber auch froh, dass ihr Sohn noch immer zu ihr hielt und nicht wollte, dass sie gehen musste. Doch 1 Jahr später wurde Adriana erneut schwanger. Diesmal sah sie die perfekte Gelegenheit, um sich endgültig ihrer Schwiegermutter zu entledigen. Eines Tages fühlte sich Adriana unwohl und gab Joanna die Schuld daran. »Marcos, ich weiß, dass du deine Mutter liebst«, begann sie, »aber heute ging es mir nach dem Essen, das sie zubereitet hat, wirklich schlecht. Ich war völlig verzweifelt. Es hätte noch viel schlimmer kommen können.« »Zum Glück bin ich rechtzeitig zum Arzt gegangen«, fuhr Adriana fort. »Es war nur eine allergische Reaktion«, entgegnete Marcos. »Vielleicht hast du aus Versehen etwas Falsches gegessen.« »Nein, Marcos«, widersprach Adriana. »Ich bin mir sicher, dass es daran lag, dass deine Mutter heute gekocht hat. Ich glaube, sie ist geistig nicht mehr ganz auf der Höhe und hat aus Versehen etwas Falsches ins Essen getan«, behauptete sie. »Meinst du das ernst? Ist es wirklich so schlimm um meine Mutter bestellt?«, fragte Marcos erschüttert. »Genau das versuche ich dir zu sagen.
Vielleicht war es keine Absicht, aber wir müssen sie in ein Pflegeheim bringen, bevor noch etwas Schlimmeres passiert. Sie wird zur Gefahr. Heute war ich es, die krank wurde, aber was, wenn es beim nächsten Mal eines unserer Kinder trifft? Wir müssen das ernsthaft überdenken, sagte Adriana entschlossen, um ihre Schwiegermutter endlich loszuwerden. Markus konnte sich nicht zu dieser Entscheidung durchringen. Doch als er an die Sicherheit seiner Kinder dachte, überwog sein Beschützerinstinkt. Während des Abendessens sprach er schließlich aus, was ihn beschäftigte. »Mama, ich habe nachgedacht. Da du jetzt auf einen Rollstuhl angewiesen bist und ich nicht immer da sein kann, um dir zu helfen, denke ich, dass ein Pflegeheim die beste Lösung für dich wäre. Dort wird man sich gut um dich kümmern. Mach dir keine Sorgen. Du wirst nicht alleine sein.« Mit Tränen in den Augen fragte Joanna, »Mein Gott, ein Pflegeheim. Aber mein Sohn, mir geht es doch gut. Ich brauche keine zusätzliche Pflege. Ich komme allein zurecht.« »Nein, Mama«, unterbrach Markus. »Du verstehst nicht. Du musst gehen. Wir haben keine andere Wahl. Es ist das Beste für alle. Pack deine Sachen bis morgen früh. Ich werde dich vor der Arbeit dorthin bringen.« Joanna war wie erstarrt und konnte nicht fassen, dass ihr eigener Sohn sie in ein Heim abschob. Als sie Adriana ansah, bemerkte sie, dass diese ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen hatte. Joanna wusste, dass sie der Grund für die Streitigkeiten des Paares war, aber sie hätte niemals gedacht, dass Adriana so weit gehen würde, um ihren Willen durchzusetzen. Noch weniger hätte sie erwartet, dass ihr eigener Sohn sie aus ihrem eigenen Zuhause vertreiben würde. Doch sie war es leid, sich ständig rechtfertigen zu müssen. Erschöpft gab sie schließlich auf und stimmte dem Umzug ins Pflegeheim zu. »Markus, bevor ich gehe, darf ich dich um einen Gefallen bitten?« fragte sie zitternd. »Sag mir, Mama, wirst du mich ab und zu besuchen kommen? Es muss nicht jedes Wochenende sein, aber wenigstens hin und wieder?« »Natürlich, Mama«, antwortete er ohne zu zögern. »Daran brauchst du nicht zu zweifeln.« »Gut, dann danke ich dir«, sagte sie mit einem traurigen Lächeln und zog sich in ihr Zimmer zurück. Leider hielt Markus sein Versprechen nicht und besuchte seine Mutter nie. Einige Monate vergingen und sein zweites Kind wurde geboren. Durch den hektischen Alltag und die Verantwortung als Vater vergaß er seine Mutter völlig. 3 Jahre verstrichen, bis er endlich beschloss, sie zu besuchen. Doch als er im Pflegeheim ankam, erfuhr er, dass sie dort nicht mehr lebte. In dieser Zeit hatte Markus' Leben eine katastrophale Wendung genommen. Er erwischte Adriana, wie sie ihn mit seinem besten Freund betrog. Als er sie zur Rede stellte, gestand sie es ihm ohne den geringsten Anflug von Reue. Doch das war noch nicht alles. Sie hatte sämtliche Besitztümer auf ihren Namen übertragen und warf ihn aus seinem eigenen Haus. Aber das Schlimmste sollte erst noch kommen. Adriana manipulierte seinen ältesten Sohn gegen ihn. Eines Tages hörte Markus aus dem Mund seiner eigenen Kinder, dass sie ihn nicht mehr in ihrer Nähe haben wollten. In diesem Moment kam ihm das Bild seiner Mutter in den Sinn und Schuldgefühle überkamen ihn. Er erkannte, welch riesigen Fehler er begangen hatte und entschied sich, sie zu suchen, um sie um Verzeihung zu bitten und nach Hause zu holen. Doch als er im Pflegeheim ankam, erwartete ihn eine unerwartete Offenbarung. Markus ging zur Rezeption und fragte nach seiner Mutter. Die Mitarbeiterin überprüfte die Unterlagen und gab ihm eine schockierende Antwort. »Sie ist vor 2 Jahren von hier weggegangen.« »Was? Aber wohin ist sie gegangen? Ich bin ihr einziger lebender Verwandter«, rief er verzweifelt. Die Mitarbeiterin nahm einen Zettel und legte ihn auf die Theke. »Fahren Sie zu dieser Adresse.« »Aber was ist passiert?«, fragte er. »Sie ist mit unserem ehemaligen Hausmeister Paulo weggegangen«, erklärte die Frau. »Sie sagte immer, dass sie sich von ihrem Sohn vergessen fühlte. Paulo hingegen behandelte sie wie ein Familienmitglied. Mit der Zeit verliebten sich die beiden ineinander. Sie haben es verdient, glücklich zu sein.« Markus konnte kaum glauben, was er da hörte. Seine Mutter hatte jahrelang allein, traurig und verlassen gelebt. Wegen ihm. Entschlossen, sich zu entschuldigen, nahm er den Zettel mit der Adresse und fuhr los. Einige Stunden später hielt er vor einer kleinen Hütte in der Nähe einer Farm. Er holte tief Luft und klopfte an die Tür. Joanna öffnete die Tür. Zu seiner Überraschung saß sie nicht mehr im Rollstuhl.
Sie wirkte gesünder, gepflegt und glücklich. »Markus, bist du es, mein Sohn?« »Mama, bitte verzeih mir, wenn du kannst. Ich verdiene all das, was mir widerfahren ist.« »Nein, Markus, das verdienst du nicht«, sagte die alte Frau sanft. Er war überrascht über ihre Antwort. »Menschen machen Fehler, mein Sohn. Doch es ist schön, wenn sie ihre Fehler erkennen und versuchen, sich zu ändern.« »Bist du nicht wütend auf mich?« fragte er gerührt. »Niemals«, antwortete Joanna. »Kluge Menschen blicken nach vorne. Und genau das habe ich getan. Ich habe so viele Wochenenden auf dich gewartet, aber ich habe dir längst vergeben.« Dann zog sie ihn in eine herzliche Umarmung. Markus, den Tränen nahe, erwiderte die Umarmung. »Was ich getan habe, war schrecklich, unverzeihlich, aber ich möchte es wieder gut machen. Menschen, die ihre Fehler korrigieren wollen, sollten vergeben werden«, sagte Joanna mit einem Lächeln. »Also, hör auf, dich selbst zu bestrafen. Bist du wirklich nicht wütend auf mich?« »Natürlich nicht, mein Sohn.« »Danke, Mama, und ich freue mich, dass du Paulo gefunden hast. Im Pflegeheim hat man mir von ihm erzählt. Ich liebe dich, Markus. Ich habe dich so sehr vermisst, Mama. Mein Herz ist voller Freude, dich hier zu sehen. Paulo wird sich freuen, dich kennenzulernen.« Später an diesem Tag lernte Markus Paulo kennen und bedankte sich bei ihm dafür, dass er sich so gut um seine Mutter gekümmert hatte. Monate später kaufte er ein Haus in ihrer Nähe, damit sie nie wieder voneinander getrennt sein würden. Als Zeichen seiner Liebe und Reue organisierte er eine wunderschöne Hochzeitsfeier für Joanna und Paulo sowie eine unvergessliche Hochzeitsreise. Markus lernte eine wertvolle und schmerzhafte Lektion, doch zum Glück konnte er einen Teil des Schadens wieder gut machen. Mit der Zeit gewann er auch die Liebe seiner Kinder zurück. Heute sind sie alle glücklich. Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein »Gefällt mir« und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.